Hallo Freunde, heute gibt es wieder ein Masters of the Universe Video. Es geht um eine Vintage-Figur, die in meine Sammlung eingezogen ist, die wertvollste bzw. teuerste Figur in meiner Sammlung jetzt ist. Welche das ist, das seht ihr in diesem Video, also dranbleiben. Ja Leute, ich habe es ja schon in meinem letzten Video angekündigt, in dem eBay-Fail-Video und meinen Flohmarktfunden, dass das nächste Video ein Masters of the Universe Video sein sollte. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann klickt doch mal hier oben rein, ich blende es nochmal ein, schaut euch das im Nachgang an und sagt mir, was ihr von diesem eBay-Fail haltet. Ja, wie gesagt, ein neues Masters of the Universe Video. Ich habe eine neue Figur in der Sammlung, die habe ich schon ein paar Tage in der Sammlung und die möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Es ist eine Vintage-Figur, also eine Figur aus den 80er Jahren. Habe ich früher nicht gehabt, diese Variante, diese Figur. Ich habe die beim Christian von Z-Toys gesehen. Christian, schöne Grüße an dich. Und im Laden und ich war hin und weg, ich war schockverliebt. Habe mir dann allerdings noch ein bisschen kurz Bedenkzeit erbeten, weil die Figur nicht gerade günstig ist und ich musste da selbst mit mir ins Gewissen reden oder beziehungsweise ins Gewissen schauen, ob mir das Ganze wert ist. Und die Figur war es mir wert. Ich habe sie mir zugelegt. Ich möchte euch sie jetzt zeigen. Ich bin richtig stolz darauf. Es ist eine original verpackte Figur, also MOC, also Mint on Card. Es ist eine, bei den Origins würde man jetzt sagen, eine Deluxe-Figur, also eine Figur auf breiter Karte. Und es ist der Terror Claws Skeletor. Ja, auf Karte. Es ist eine europäische Karte, beziehungsweise es ist eine Doppellogo-Karte. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da kenne ich mich zu wenig aus, ob es diese Figur auch nur auf einer US-Karte gab. Weiß ich nicht so hundertprozentig. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber die Figur hat mich geflasht. Vom Zustand her, das Ding ist wie neu, das ist wie Case Fresh, mehr oder weniger. Ja, ich bin sprachlos gewesen, wie ich die gesehen habe. Ja, die Karte ist wunderschön, der Blister sitzt fest auf der Karte. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell die Rückseite, weil da ist auch nichts dran. Es ist ein ganz minimal, wo ist er? Ein minimaler Riss hier hinten beim EAN, beim Strichcode, den sieht man aber kaum. Ansonsten ist alles top, es sind keine Stockflecken drauf. Sie ist unpunched, wie ihr seht, also der Hänger ist nicht rausgebrochen. Die Figur ist von 1986, Leute. Es ist eine Skeletor-Variante. Man nennt ihn auch, oder er heißt in Fachkreisen auch Bikini-Skeletor. Warum? Sieht man hier, weil er hier dieses lilafarbene, etwas zu kurz geratene Shirt anhat oder die Rüstung anhat. Ist bei vielen oder bei einigen nicht so beliebt, die Figur. Ich muss sagen, ich finde das mit den Krallen, mit dem Greifer, hier mit dem Skelettkopf, Dinosaurierkopf, finde ich richtig cool, mit dem Drachenkopf. Und die Rüstung macht mir überhaupt nichts. Das war halt einfach in den 80er Jahren so. Bestes Beispiel fällt mir gerade so ein. Rocky 3, das Auge des Tigers. Ich glaube, der Film ist von 1982, wo Rocky mit Apollo zurück zum Trainieren geht, um sich den Titel zurückzuholen. Und da hat Rocky und auch Apollo, die haben auch so Shirts an, die bauchnabelfrei sind, die abgeschnitten sind und trainieren da. Und Rocky holt sich dann das Auge des Tigers, also den Willen wieder zu gewinnen zurück. Und das war einfach in den 80er Jahren so. Ja, und ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich finde das cool. Das ist ein Zeitzeugnis, das ist eine Figur seiner Zeit damals. Ja. Und wahrscheinlich werden sich in 30 Jahren, in 40 Jahren vielleicht auch die Leute über unsere Klamotten von heute lustig machen und sagen, wie konnte man da sowas anziehen. Wie gesagt, das war halt einfach so. Ich bin da vollkommen fein mit. Die Figur ist in einem, ja, fast, wie gesagt, wie ich gesagt habe, case-freshen Zustand. Auch die Karte ist einwandfrei, ist wunderschön. Steht in mehreren Sprachen drauf, unter anderem halt Terror Claws Skeletor und der Herr der Unterwelt mit schwingender Krallenhand steht da auf Deutsch. Ich finde es einfach Wahnsinn und ich musste diese Figur haben,
Ja, es ist die, wie ich gesagt habe, die wertvollste bzw. teuerste Figur in meiner Sammlung. Ich habe ein paar Vintage, Masters of the Universe Vintage Mock-Figuren, also Figuren, die noch original verpackt sind. Die Preise schießen ja da in Höhen. Seit ein paar Jahren geht das ja nur in eine Richtung und das ganz schön steil, nämlich nach oben. Und ich musste etwas überlegen. Die Figur hat mich einen mittleren dreistelligen Eurobetrag gekostet. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Es ist ein Haufen Kohle für ja, altes Spielzeug aus den 80er Jahren. Ja, aber ich musste den haben. Ja, der kriegt bei mir sowas von einen Ehrenplatz in der Masters of the Universe Sammlung. Bei den original verpackten Figuren, eigentlich hat jede Figur von den Masters, jede original verpackte, einen Ehrenplatz verdient, aber der wird nochmal besonders rausgestellt. Ja, wie gesagt, wenn ich hier nochmal auf das Artwork gehe allein, ja, wo Skeletor hier gegen Fisto und hier Mossman hatte schon eins auf den Schädel gehauen anscheinend, ja, der hält sich schon den Kopf. Ja, Fisto holt gerade aus, aber der kriegt anscheinend auch eins ab und hier links sieht man noch Cyclone, ja, der auch gegen Skeletor kämpft, also 3 gute Kämpfen gegen Skeletor und haben da keine Chance. Ja, und auch auf der Front nochmal das Bild von dieser Deluxe-Karte, wo Skeletor hier steht, mit dem Gold im Hintergrund, ja, was so reflektiert, was leuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht und ich hoffe auch, dass der Blister nicht so blendet, weil der bleibt im Sora. Ja, den behalte ich da, den packe ich nicht mehr aus. Das ist einfach Wahnsinn. Ich finde es total toll. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Figur haltet und was ihr zu dem Preis sagt natürlich. Das interessiert mich brennend, wie immer, euer Feedback. Und ja, weil es gerade so schön passt, habe ich auch noch eine weitere Figur, die ich schon auf meinem Instagram-Kanal gezeigt habe. Wenn ihr da noch nicht seid, ja, könnt ihr auch mal draufklicken, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da poste ich immer ein paar Bilder und ein paar Videos zu Neuheiten oder auch zu alten Sachen. Ja, und ich hatte mir auf Amazon eine Origins-Figur, eine Masters, jetzt habe ich fast vergessen, wie das heißt, eine Masters of the Universe Origins-Figur bestellt. Ich wollte mir nochmal einen Skeletor bestellen, ja, weil die Masters da ja relativ günstig sind und der Skeletor und der He-Man sowieso. Ja, einen Vintage He-Man habe ich ja schon mal ausgepackt gehabt und wollte dann einfach noch einen Skeletor ausgepackt dahin oder daneben stellen. Ja, und habe mir den dann bei Amazon für 9,99 € bestellt. Und dann kam der Gute hier an, ja, und was soll ich sagen, den kann ich auch nicht auspacken, denn der hat jetzt hier das 40th Anniversary Logo drauf, also 40 Jahre Masters of the Universe. Ich habe die Figur schon gehabt als Vintage Head, aber da war das Logo nicht drauf, der war original verpackt oder der ist original verpackt und der hier bleibt jetzt auch original verpackt, dann ist das meine Variante des Vintage Head Skeletors, einmal mit und einmal ohne Logo habe ich ihn jetzt. Ja, und den habe ich wie gesagt bei Amazon bekommen, einen bestellt und einmal 40 Jahre Logo bekommen. Ich habe gehört, das ist immer so ein Glücksspiel, wenn man den bestellt. Manchmal kommt er mit, manchmal kommt er ohne Logo. Ja, ich wusste eigentlich nur von dem He-Man, dass es den mit 40 Jahre Logo gibt. Jetzt muss ich mir noch einen bestellen, weil ich will unbedingt einen auspacken, aber das bringe ich nicht übers Herz. Ist aber nur eine 9,99 € Figur, also kein Vergleich zu Terror Claws Skeletor. Ein kurzer Ausblick noch. Ich habe noch 2 Figuren, Mock-Figuren, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Die sind auch die letzte Zeit in meine Sammlung gekommen. Und es steht auch noch eine weitere Figur zur Diskussion, die ich wahrscheinlich mir auch holen werde. Plus ein Playset. Ja, ein Playset auch neu und original verpackt. Also MISP heißt das ja, glaube ich, Mint in Sealed Box. Ja, also da bin ich auch jetzt am Überlegen. Ich investiere aktuell schon ein bisschen in die Vintage-Figuren, wie ihr merkt, weil ich habe gemerkt, das ist einfach meine Leidenschaft. Das sind die Figuren, bei denen ich wirklich die Nostalgie habe. Ja, Origins habe ich einige abgestoßen wieder. Da werde ich jetzt nur noch punktuell den einen oder anderen holen, weil ich habe halt einfach gemerkt, bei den Origins, so schön wie sie aussehen, hier auf Karte und so schön im Vintage-Look mit der Karte, mit den Steinen hier hinten im Hintergrund etc. und so weiter. Es sind halt einfach nicht meine Figuren. Es sind neue Figuren, da kommt
nicht wirklich Nostalgie auf. Nostalgie kommt nur bei den Original-Vintage-Figuren bei mir auf, deswegen habe ich mich dazu entschieden. Ist natürlich eine preisgünstige Alternative, 10 Euro oder wie gesagt mittlerer dreistelliger Eurobetrag. Gar keine Frage. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das Video findet. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, ja, abonniert doch meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Aktiviert auch noch das Glöckchen, damit ihr informiert werdet, wenn das nächste Video an den Start geht. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, Leute, euer Retro Rauner.